Misst den Gesäßumfang um die breiteste Stelle deines Gesäßes. Gemessen wird ringsum in horizontaler Ebene. Lege dazu das Maßband um das Gesäß, halte es seitlich zusammen und schiebe es so lange hoch und runter, bis du den breitesten Wert ermittelt hast. Messe hier ganz glatt und eher locker als zu stramm. Wenn du dich alleine vermisst, fixiere dein Maßband mit einem Klebestreifen am Boden. Die innere Beinlänge wird senkrecht vom Boden bis unterhalb einer eng anliegenden Unterhose gemessen. Hilfreich ist es, wenn du dich gegen eine Wand stellst und einen rechtwinkligen Gegenstand, zum Beispiel ein Buch, zwischen die Beine bis knapp an die Unterhose und gegen die Wand schiebst. Von dessen Oberkante kannst du dann zum Boden messen. Die Seitenlänge wird seitlich vom Boden bis zur gewünschten Position der Oberkante des Bundes gemessen. Damit bestimmst du final, wo dein Bund tatsächlich sitzen soll. Hilfreich ist es, wenn du dabei eine Hose anziehst, an dessen Höhe du dich orientieren kannst. Achte später bei der Anprobe darauf, dass die Bundoberkante tatsächlich an dieser Stelle sitzt. Der Bundumfang wird in der Position rings um den Rumpf gemessen, an der die Oberkante des Hosenbundes sitzen soll. Wichtig ist, dass du den Bundumfang in der Höhe um den Bauch misst, bis zu der du zuvor die Seitenlänge bestimmt hast. Hilfreich ist es auch hier, wenn du dich an der Höhe einer angezogenen Hose orientieren kannst. Miss sie eher straff, damit der Bund später nicht rutscht. Miss deinen Oberschenkelumfang kurz unterhalb des Schrittes um die stärkste Stelle. Achte darauf, dass das Maßband in etwa parallel zum Boden verläuft. Messe die folgenden Umfangsmaße jeweils am rechten und linken Bein aus und verwende bei unterschiedlichen Ergebnissen jeweils das größere Maß. Der Umfang der Oberschenkelmitte wird in der Hälfte zwischen Knie- und Schrittebene gemessen. Der Knieumfang wird in der Kniebeuge horizontal um das Bein in Höhe der Oberkante der Kniescheibe gemessen. Das Maßnehmen an der Wade erfolgt horizontal um das Bein über die stärkste Stelle des Wadenmuskels. Misst den Fesselumfang oberhalb des Knöchels um die schmalste Stelle oberhalb des Fußes. Achte darauf, dass das Maßband in etwa parallel zum Boden verläuft. Der Ferse-Ristumfang wird am Fuß um die am stärksten nach hinten hervortretende Stelle der Ferse über die höchste Stelle des Spanns gemessen.